dann nehme ich erste und dritte Woche des Monats. Gutes Meeting mit der Galaxy gehabt. Es ging um die Strukturen und Ziele von dem neuen Content-Piece, was natürlich auch für mich oberste Priorität hat. Sowie aber auch die Doku der Galaxy, beziehungsweise die Doku-Serie über die Galaxy. Und da glaube ich, werden wir auch was richtig Feines auf die Beine stellen. Wichtig ist nur das Thema Gesundheit dabei, denn in einem gesunden Körper kann nur ein gesunder Geist stecken und umgedreht. Und letztes Jahr hatte ich das Problem mit meinem Achillessehnenriss gleich zweimal. Hat ein bisschen die Content-Produktion bei mir, ich sag mal, verschleppt bzw. erschwert. Und daher gibt es für mich in diesem Jahr ein oberstes wichtiges Ziel und das ist die Gesundheit. Und ich denke, das sollte man generell im Leben haben. Bedeutet aber auch, dass der Content hier auf YouTube und Instagram erweitert wird, weil ich passe in keine Schublade. Ich bin an so vielen Dingen interessiert und die möchte ich gerne in meinem Content abbilden. So wie meine geplanten Reisen nach Kirgisistan, Kasachstan, auf die Azoren, Norwegen, Island, Spanien, sowie aber auch den Wandertrip mit meinem Kumpel John aus Schottland nachzuholen, quer einmal durch die schottischen Highlands. Doch bevor ich daran weiter denken kann, muss mein Fuß vollständig regenerieren. Das wird noch ein paar Monate dauern. Ich werde aber die Kamera wieder mehr in die Hand nehmen und meinen Weg dokumentieren. Das klingt jetzt nach sehr viel Vorhaben und sehr viel, was soll passieren in diesem Jahr. Aber ich würde sagen, wenn die Hälfte davon funktioniert und die Hälfte klappt, dann war das ein ganz gutes Jahr. Wie soll ich sagen? Ich habe zwar gesehen, es soll leichten Regen geben. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es Schneeregen gibt und dass jetzt alles weiß ist und die Wolken wirklich so dicht hängen. Und dadurch das eigentliche Ziel, die Skyline von Frankfurt, aus nahezu jeglichem weitem Winkel nicht ersichtlich ist, weil es eben Wolken davor sind. Ja. Somit ändern wir die Pläne. Und anstatt B-Rolls zu shooten, verschieben wir vielleicht auf nächste Woche, mal gucken, wie das Wetter da wird oder angesagt ist, schneiden wir eine Doku-Serie weiter. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht, aber du kannst diesen Vorwurf gar nicht Am Ende wahrscheinlich schon. Es macht Sinn. unglücklich in diesem Jahr. Ja, in seiner eigenen Welt. Und genau, deswegen denke ich mal ab. I didn't really have anybody teach me because once you get into the National Football League, Beste Proteinriegel übrigens, by the way. Einfach nur Parmesan. Super geil. Habe jetzt schon wieder ewig an der Doku geschnitten, um das euch in Kontext zu bringen. Ich produziere mit der Galaxy zusammen eine 12-teilige Doku-Serie über deren Saison 2025 mit allem drumherum. Und ich finde es eine mega geile Herausforderung. Nicht nur, weil es so viele Einzelgeschichten sind, sondern weil man die alle zu einer großen zusammenformen muss und weil es Content ist, der bleibt. Damit meine ich so ein 10-Sekunden-Video auf Instagram zum Beispiel, das ist in der Woche wieder vergessen. Aber eine gute, coole Doku-Serie oder generell eine gute Serie, die schaut man sich auch in 5 Jahren an. Und ich finde, das ist hier die Kunst und die Herausforderung, dass das funktioniert. 10 Stück. 10. Bodenlos. Mariert einfach 10 Feuerzeuge sind eingesteckt beim Eishockey-Löwen-Game. 10. Am Ende müssen wir dann mal ein paar Folien bauen, das kann ich dann mit Marie machen. Kennt ihr euch alle, Nico? Nee, noch nicht. Das ist der Nico. Ich habe Nico noch nicht. Hi Nico, Mano. Hi. Der Fotoprotokoll. Und deswegen, das dritte ist dann für mich eher so ein bisschen. Dass wir so ein Framework haben, womit wir arbeiten können, das wir anpassen können auf etwa. Ich bin heute so müde. Also irgendwie spät ins Bett und heute Morgen wieder früh aufgestanden, um halt zum Arzt zu kommen, um das Physiorezept zu holen vor dem Meeting. Und jetzt haben wir 13 Uhr. Jetzt geht's wieder zurück zur Arbeit. Ist es so? this shoulder, yeah? So get your Yep. Alright, also wir haben jetzt hier einfach die komplette Webseite. Ich denke, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir es hier so kurz durchgehen. Ja. Genau, wir brauchen für dieses Hintergrundbild, siehst du ja schon, Ja. ist jetzt gerade dieser Platz Wald. von der aktuellen Webseite drin. Und Monika hat gemeint, da muss mehr Mischwald sein, da muss mehr Laubbäume drauf sein. Es ging gerade um ein neues mögliches Projekt mit einer Kundin, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Nicht nur, weil wir dieselben Ansichten und Interessen haben, sondern weil Projekte mit ihr bedeutet, immer in den Wäldern und der Natur unterwegs zu sein.
Und da werde ich jetzt in den nächsten Tagen ein Moodboard erstellen zu den Fotos und Videos, die geplant sind. Jetzt die Frage, kannst du mir dann bitte alle Bilder, die ihr aktuell hattet, also du hast ja schon mal mit dir geshootet, ich weiß, du hast es uns schon mal zukommen lassen, aber alles, was du hast, uns nochmal zukommen zu lassen, weil dann können wir schon mal mit Bildern starten. I must have went blind tonight, cause I swear that you out of sight. Man, I'm so up, I could be a pilot, and I just hope trying to catch a flight. So let me get the digits, I call right now if you with it. I seen 1,000. Was gibt's Schöneres, als morgens erstmal ein bisschen Vitamin D tanken? Vor allem jetzt im Winter, wenn die Sonne eigentlich so selten zu sehen ist und heute einfach so schön scheint. Dazu noch mit einem Kumpel telefoniert über Ernährung und Sachen, die man irgendwie in dem Jahr noch vorhat und plant und machen möchte. So wie jetzt zum Beispiel das Buchweizenbrot. Ja, guck mal, ob er gleich wieder ein Flugzeug kommt. Hat er auch schon mal probiert. Das Brot hat bei ihm nicht so geklappt, obwohl es eigentlich nur eine Zutat ist. Also eigentlich hört sich das super einfach an. Aber anscheinend ist es trotzdem irgendwie ein bisschen schwer. Aber gut, ich werde es zumindest probieren. Und ich freue mich auch auf jeden Fall, wenn wir in die Schweiz im Frühling, Frühsommer irgendwie so in die Richtung gehen. Da waren wir schon mal am Oschingsee und da konnten wir nicht alles uns anschauen. Mal gucken, was da wird. Aber generell, ich meine, die Schweiz hat so viele schöne Plätze. Gibt so viele schöne Ecken, die man sehen kann. Aber jetzt geht es erstmal weiter wieder zur Arbeit. Ich habe gerade die Bilder von gestern, von den Hockeydamen, die habe ich jetzt gerade fertig bearbeitet. Und es sind ein paar schöne Bilder dabei entstanden. Vor allen Dingen durch dieses Licht-Schattenspiel, was ich super gerne mag. Und ihr habt es ja gesehen, in der Halle war oben so eine schöne Fensterfront, wo das Licht irgendwie geil eingedrungen ist in die Halle und hat so Striche auf dem Spielfeld gemacht und habe damit versucht, sehr, sehr viel zu spielen. Hat natürlich den Nachteil gehabt, dass ich immer wieder die Kameraeinstellungen sehr, sehr schnell umstellen musste und naja, ich konnte mich nicht so aufs Spielgeschehen konzentrieren oder schöne Spielbilder machen in dem Moment, weil ich halt diesen künstlerischen Aspekt eher versucht habe. Und am Ende war es sehr emotional, weil die Damen abgestiegen sind und haben sehr viel geweint und ja, kann man nachvollziehen. Ich meine, die sind super frustriert wahrscheinlich gewesen und traurig, dass sie jetzt abgestiegen sind und dass ihre Leistung nicht gereicht hat. Aber ich glaube, darum geht es auch im Leben, dass man alle Emotionen, die wir irgendwie in uns haben, auch erleben können. Also egal, ob das Trauer, Frust, Ekstase, Vorfreude, Glücklichsein oder was auch immer ist. Und ich glaube, es gehört zum Leben dazu, auch wenn es manchmal scheiße ist. Ich möchte gerne alles erleben. So wie gestern Abend, was spontan länger ging und jetzt bin ich super müde, super kaputt, aber man sollte nicht vergessen, das Leben zu leben. Von daher, wir sehen uns im nächsten Video.